Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder mal unterwegs und zwar diesmal in Österreich. Die Tour führt uns über 423 Kilometer und 9440 Höhenmeter in 4 Tagen, größtenteils auf Schotter, durch 3 Bundesländer. Wir begegnen auf unserer Reise immer wieder der Enns, überwinden extreme Steigungen und kämpfen mit Höhen und Tiefen, Regen und Sonnenschein. Wir wünschen euch viel Spaß beim letzten Teil unserer Reise. Unsere Tour startet in Steyr und führt uns entlang der Kalkalpen bis in den Naturpark Eisenwurzen. Über die Buchsteinrunde fahren wir bis ins Gesäuse. Weiter geht die Route entlang des Toten Gebirges bis zum Nationalpark Dachstein, bevor wir entlang der Salzach wieder zurück nach Salzburg fahren. Guten Morgen. Also die Räder sind noch da. Wir haben beide leider nicht so gut geschlafen heute. Die Unterkunft war nicht so schön, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber ja, es ist jetzt dann in der Früh. Da sehr herrlich. Kurzer Blick. Ja, wunderbar. So, wir verlassen unsere Unterkunft. Die sieht man hier im Hintergrund vielleicht noch. Gott, sind wir froh, dass das vorbei ist. Das war eine Horrorunterkunft. Jo. Jetzt haben wir vielleicht 3-4 Stunden geschlafen. Und jetzt geht es auf 124 Kilometer und 2400 Höhenmeter zurück nach Salzburg. Ja, wir wünschen euch trotzdem viel Spaß bei dem Video. Ich glaube, nach ein paar Kilometern wird er bei uns auch wieder da sein. Oh, das schaut nach Frühstückskaffee aus. Noch ein paar Details zur heutigen Route. Sind ja 124 Kilometer, 2400 Höhenmeter. Ein großer Teil von dem, was wir heute fahren, sind wir schon mal gefahren. Nur damals halt ohne Aussicht. Jo, heute hoffentlich sind wir ein bisschen mehr. Schaut gut aus. Unsere heutige Tour startet in Aach und führt uns rauf zum Nationalpark Dachstein. Nach extrem steilen Anstiegen und wunderbaren Aussichten geht's runter nach Abtenau auf einen Kuchen. Von dort fahren wir dann an der Salzach entlang zurück nach Salzburg. Noch ein Blick auf Schladming, bevor wir jetzt dann nach Ramsau kommen. Wir sind in Ramsau. Dachstein, hallo. Loipenlandkarte. Ach, kurzes Päuschen, gell? Ja. Jetzt haben wir mal einen Teil vom ersten Anstieg hinter uns. Seien es jetzt 400 Höhenmeter haben wir, glaube ich. Und heißt, wir haben noch 550 für den Anstieg in etwa. Genau, insgesamt noch 2000. Aber dafür haben wir schöne Aussichten. Jetzt zeige ich euch mal, was wir unter Pferde Ranch verstanden haben. Wir haben gedacht, wir schlafen heute Nacht in so einem wunderschönen Haus. So, wir sind jetzt in Ramsau am Dachstein. Da haben wir jetzt eine nette Aussicht. Hinter uns ist der Dachstein. Vor uns sein, glauben wir, die niederen Dauern, oder? Ja, ja, glauben halt zumindest. Ja, wir haben jetzt gerade eine Pause machen. Mein Knie, bzw. meine Kniekehle tut dann schon seit gestern ordentlich weh. Habe ich öfter mal, dass sich da die Sehne und die Muskulatur ein bisschen entzündet. Jetzt haben wir mal was reingeschmissen, ein bisschen gedehnt. Ja, jetzt hoffe ich, dass es ein bisschen besser wird, weil jetzt kommt nämlich der härteste Teil des Tages. Jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Rampe mit 400 Höhenmeter. Ja, aber dann sind wir in einer richtig schönen Gegend. Wir sind gerade drauf gekommen, dass wir vor ein paar Jahren den Dachstein Trail da ja schon gegangen sind und dann eben genau diese Forststraße, die wir jetzt fahren, wieder retour gegangen sind. War damals auch wunderschön. Also wir werden jetzt einen Teil wiedersehen.
Jetzt kommen schon die ersten, oder jetzt haben wir schon die ersten 20% Rampen hinter uns. Puh. Also ich zumindest kam gerade an meine Grenzen. Aber was ich noch kurz zeigen muss, ist ja nicht momentan nicht möglich. Man sieht darauf sind wir damals gegangen. Das wäre jetzt momentan sicher nicht möglich, liegt ein bisschen zu viel Schnee. Das ist ja immerhin doch erst Mitte, Anfang Mai. Inzwischen sind wir schon auf 1600 Höhenmeter oben. Aber da ist jetzt gerade angenehm warm. Ich hoffe, es bleibt so. Schön. 16,3%. Hey. Schau, da gibt es eine Straße. So, leider kleine Planänderung. Ich fühle mich heute einfach nicht fit genug für eine Schiebepassage. Die lassen wir jetzt aus. Jetzt geht es die Straße runter. Und dann in, glaube ich, ca. 10 Kilometer wieder auf die originale Route. Man kann nicht immer alles haben. Schaut's mal hinter uns, ist auch nett. Jetzt sind wir in Filzmoos. Mini-Bunny! Also, wir fahren da rechts. Links wird's in die Neubergrunde gehen. Und rechts geht's in die Dachsteinerrunde weiter. Voll motiviert. Und das ist jetzt ein Teil, den sind wir im letzten Jahr auch schon gefahren, bei Regen. Und obwohl das Wetter echt schlecht war und wir keine Sicht gehabt haben, es war wunderschön. Also das ist so ein schöner Abschnitt. Ja, einfach ein bisschen ein Zauberwald. Die Dame, die ist schon weiter. Ich brauche noch eine kurze Pause. Also was wir schon mal festgestellt haben bei der Tour, ist meine Übersetzung mit 10,51 hinten und 40 oder 42 fahren. Das ist schon grenzwertig. So, und das habe ich eben gemeint mit den wunderschönen Wäldern. Und wie geht's? Fix schon fertig. Die Acker sind leer. Fahren wir jetzt zum Kuchen? Ich glaube, ein bisschen was kommt noch. Eine Steigung nachher, dann gibt es einen Kuchen. Okay. Okay. Das war auch schon letztes Jahr eine meiner Lieblingsstellen. Mir hat es damals ziemlich geregnet an der Stelle. Einmal links und einmal rechts. Ja, da waren wir letztes Jahr in einer totalen Nebeldecke, haben uns ein bisschen verfahren, sind in die Richtung gefahren, statt in die da. So, schaut euch das an, das ist Achtenau.
So, weil wir ja noch nicht genug haben, geht es da jetzt noch durch die Schlucht da rein. Wir haben jetzt noch 46 Kilometer bis nach Hause. Ich hoffe, es verläuft alles problemlos. Die Beine sind extrem schwer, also die tun einfach weh. Sie mögen nicht mehr, aber sie müssen noch. Also ich weiß nicht, was in meinem Kuchen jetzt drinnen war. Na, wenn das Arschel wegrutscht, steigen müssen, dann bin ich dann immer auf der Stiege, jetzt ist ein bisschen aufgeschaut. Ah, okay. Also doch kein Zauberkuchen für mich. Ich hoffe, man kann es erkennen am Video. Jetzt haben wir 2086 Höhenmeter heute. Also es müsste jetzt der 4. Tag sein hintereinander mit mehr als 2000 Höhenmetern. Und insgesamt in den 4 Tagen sind es jetzt 9000 Offroad-Höhenmeter. Hi, kleine Stinker. Links von mir fließt schon mal die Lammer. Das heißt, wir befinden uns wieder am Lammerradweg. Der führt uns jetzt nach Golling. Ist richtig schön zu fahren. Und von Golling geht es dann, glaube ich, noch so 35 Kilometer bis nach Hause. Wir sind froh, dass wir jetzt keine Höhenmeter mehr haben. Hi du! Hallo! Karin versetzt ihrem Radl nochmal einen Feinschliff, damit sie schneller heimkommt, gell? Ja, letztes Mal. So, inzwischen hat sich die Base, glaube ich, verdoppelt. Die Karin will unbedingt zu den Katzen haben. Ja. Und vor allem zum guten Burger. Hier seht ihr noch die letzten Kilometer bis nach Salzburg. Wir danken euch wieder fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Grevelino.